Willkommen zu diesem eher kürzeren Tutorial, wie man die Yokai Watch Busters 2 English Patch Mod installiert. Ja, eigentlich ist das Ganze relativ simpel, aber ich wurde dennoch von sehr vielen Leuten gefragt, wie man das macht. Und manche verstehen auch einfach nicht, dass man dafür Citra oder einen gehackten 3DS braucht. Die möchten dann die Mod einfach auf ihrem ungehackten 3DS ausführen und erwarten dann, dass es irgendwie funktioniert. Aber nein, was ihr hierfür braucht, ist ein gehackter 3DS oder Citra mit einer ROM für Citra oder einem Download des Spiels auf dem 3DS oder eben mit der Cartridge. Das funktioniert nämlich auch. Wenn ihr einen gehackten 3DS habt, ist der nämlich region-free und damit könnt ihr dann japanische Spiele spielen. Um euch die Mod runterzuladen, geht ihr erstmal auf GBAtemp mit dem Link in der Beschreibung. Auf dieser Seite findet ihr hier diesen Google Drive Link. Da sagt er euch, dass keine Vorschau gezeigt werden kann, einfach weil die Datei so groß ist. Das liegt halt leider daran, dass Level 5 eben ihre Spiele so formatiert, dass alle Texte und alle Texturen in einer Datei sind. Sprich, man muss immer die ganze Datei ersetzen, das ist ein bisschen nervig. Ja, dann ladet ihr euch das hier runter. Jetzt sagt er mir gerade, dass ich 1,5 Minuten übrig habe. Bei euch könnte das ein bisschen mehr sein, weil deutsches Internet ist ja generell nicht so geil, aber naja, wir sehen uns gleich wieder, wenn das Ganze fertig ist. Wenn ihr das jetzt runtergeladen habt, dann geht ihr einmal mit Rechtsklick auf die ZIP, extrahiert sie. Dann öffnet sich ja dieses Fenster hier, nochmal auf Extrahieren drücken. Das Ganze funktioniert übrigens mit Windows und auf Mac, da dieses Mal keine exe-Datei erforderlich ist, um eben das Ganze zu randomisieren oder irgendwas, sondern dieses Mal sind es wirklich nur Dateien, die ihr auf die SD-Karte schieben müsst. Deshalb ist das Ganze auch etwas simpler. Hier drin findet ihr dann die Title-ID, also den Ordner mit der Title-ID. Hier drin findet ihr noch ein README, da ist die Installation sogar eigentlich beschrieben. Ich weiß nicht genau, warum manche Leute da so große Probleme haben. Jedenfalls nehmt ihr dann diesen Ordner, geht in 3DS, SD-Karte, Luma, also auf der SD-Karte ist der Ordner Luma, dann Titles und da zieht ihr dann diesen Ordner eben rein. Ja, das habe ich jetzt schon vorher gemacht, deshalb werde ich das jetzt hier nicht reinziehen, aber den Ordner schiebt ihr dann da rein. Ich persönlich habe das Ganze nie auf Citra gemacht und habe auch momentan kein Interesse, mir die Mod auf Citra zu holen oder mir das Spiel eben auf Citra zu installieren. Aber wenn ihr das auf Citra installieren möchtet, das geht auf Windows sowie auf Mac, soweit ich weiß. Und auch auf Android, wenn ihr da eine bestimmte Mod-Konfiguration oder eine bestimmte APK installiert, keine Ahnung. Ich habe mich damit nie befasst, aber für Windows und für Mac geht es so, dass ihr eben das Spiel rechtsklickt. Ich nehme jetzt einfach mal meine zweite Kopie von Yokai Watch 3. Dann geht ihr auf Open Mods Location oder Mod-Ordner öffnen oder wie auch immer das in der deutschen Übersetzung heißt. Ja, dann habt ihr hier euren Mod-Ordner und na gut, ich kann jetzt auch einmal hier zurückgehen in den Ordner Mods. Hier könnt ihr dann einfach diesen Ordner reinschieben, hierher kopieren und ich könnte jetzt theoretisch einfach eine Mod nehmen, die laden und dann wäre die Mod aktiv. Sprich, wenn ihr die Mod schon hier in eurer Liste hinzugefügt habt, dann könnt ihr das genauso einfach starten und dann sollte das Spiel auf Englisch sein. Ja, das war's auch schon mit diesem kleinen Tutorial. Ich dachte ehrlich gesagt nicht, dass das benötigt wäre, weil 3DS-Mods anzuwenden eigentlich eine der simpelsten Sachen ist, die man so im Hacking-Bereich machen kann mit dem Ding. Aber naja, anscheinend ist es nötig, also es ist kostenloser Content für mich, es ist Hilfe für euch, ich meine, ich beschwere mich nicht. Aber ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Lasst ein Abo da, wenn euch das hier gefallen hat, wenn ihr mehr Mod-Tutorials für Yokai Watch sehen wollt. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Haut rein. Ciao.